Naja, also die Ausgangsbedingungen für die Entwicklung der DDR, sowohl politisch, sozial und wirtschaftlich, waren extremst ungünstig. Das war einfach eine Folge des Krieges, den ja Deutschland begonnen hatte. Also ich sage mal, sozial, hatte ich schon gesagt, sozial bestand das Problem darin, dass große Teile der Bevölkerung schlichtweg Not litten. Wohnungen waren zerstört durch die Bombenangriffe, die Männer waren im Krieg geblieben, die Frauen hatten die Arbeit zu machen. Es war also unter schwierigsten Bedingungen war ein ganz niedriger Lebensstandard nur vorhanden. Und Wirtschaft, das war natürlich eine Ursache der Wirtschaft. Die Wirtschaft war zerstört und als dann faktisch das Kriegsende war, haben sich ja die negativen Folgen für die ostnationale Wirtschaft, die spätere DDR-Wirtschaft fortgesetzt. Das große Problem war die Reparationszahlung. Die DDR-Wirtschaft oder die ostdeutsche Wirtschaft hat ja als einzige im Prinzip extrem hohe Reparationen gezahlt. Das war völkerrechtlich völlig begründet. Das beruhte auf dem Potsdamer Abkommen. Und es ist immer so in der Geschichte, dass einer, der den Krieg anfängt und verliert, hat für die Folgen weitestgehend aufzukommen. Also viele Jahre, bis Mitte der 50er Jahre, hat die DDR Reparationen bezahlt. Anfangs wurden Betriebe abgebaut, in den 40er Jahren Betriebe abgebaut, Schienen abgebaut. Aber da hat man festgestellt, auch in der Sowjetunion, man kann die ja gar nicht wieder richtig aufbauen. Und das hatte keinen Effekt. Und da ist man dann Ende der 40er auf die sinnvolle Überlegung gekommen, die Reparation nicht in Form von Demontagen, sondern in Form von Warenlieferungen zu bewerkstelligen. Und insofern wurde also, ich kann die Größen nicht exakt sagen, aber ein ganz bedeutender Teil der Produktion ging ohne Bezahlung in die Reparation. Und das bis Mitte der 50er Jahre. Sodass also die Wirtschaft ohnehin schwach war, zerstört und das, was sie produziert hat, ging zu großen Teilen noch in die Reparation. Das nächste große Problem für die DDR-Wirtschaft war, es begann ja im Prinzip 1946 der Kalte Krieg. Die DDR-Wirtschaft wurde gezielt, überhaupt der kommunistische Block in Anführungsstrichen, aber insbesondere natürlich die DDR-Wirtschaft, die ja am höchsten mitentwickelt war von den sozialistischen Staaten. Sie wurden einem erbarmungslosen Embargo unterworfen, etwa vergleichbar mit den heutigen Sanktionen. Es gab dieses Wirtschaftsembargo der USA, was im Prinzip besagte, kein westliches Land darf in den Ostblock Dinge liefern, die der militärischen Aufrüstung dienen könnten, aber auch diese sogenannten die doppelt nutzbaren Dinge dürfen nicht in den Ostblock geliefert werden. Das waren also moderne Erzeugnisse, moderne Materialien und insbesondere auch moderne Technologien. Davon war der gesamte Ostmarkt abgeschnitten. Ein westdeutsches Unternehmen konnte sich weltweit mit der modernsten Technologie bedienen, um seine Produktion aufzubauen und auf ganz moderne Basis zu stellen. Die Ostdeutschen waren von dieser Hochtechnologie abgeschieden. Im Osten Sowjetunion war zerstört und die anderen Länder hatten nichts zu bieten, sodass also eine Menge aus eigener Kraft gemacht werden musste. Also wir hatten die Reparation, wir waren abgeschnitten von den Hochtechnologien und wir hatten auch ja eine zerklüftete Wirtschaft übernommen. Die Lokomotiven jener Zeit war Kohle und Stahl. Das hat die Weltwirtschaft und vor allen Dingen die zerstörte westdeutsche Wirtschaft vorangebracht. Dort war Kohle und Stahl weitgehend vorhanden. Bei uns war fast nichts. Wir hatten Reste, unbedeutende Dinge. Also musste auch eine Kohle- und Stahlindustrie als Grundlage für die Entwicklung aller weiteren Industrien, musste völlig im Prinzip bei Null angefangen aufgebaut werden. Und also Roheisen gab es in Ostdeutschland nicht, musste also auf komplizierte Art und Weise aus der Sowjetunion versucht werden anzuliefern. Steinkohle hatten wir minimale Vorkommen im Erzgebirge, aber die nicht ausreichten dann für die aufgebaute
Stahlindustrie musste also aus Polen unter Schwierigkeiten beschafft werden, sodass also auch hier diese drei Seiten wirkten. Und dann kam natürlich hinzu, die westdeutsche Wirtschaft wurde relativ schnell aufgebaut, ermöglichte auch das sogenannte Wirtschaftswunder, was ja vielen Leuten irgendwie auch materiell gewisse beachtliche Vorteile brachte. Und das hat natürlich bewirkt, ganz menschlich verständlich, dass viele Leute aus Ostdeutschland nach dem Westen gegangen sind, weil sie dort einfach für dieselbe Arbeit, die sie faktisch dort leisteten, ein wesentlich höheres materielles Niveau erreichen konnten. Es sind ja Millionen weggegangen, die wurden im Osten ausgebildet mit hohen Aufwendungen und ging dann eben nach dem Westen. Der Westen sparte die gesamten Ausbildungskosten aus. Sie waren hochqualifiziert und setzten dort sofort an, um die modernen Produktionskapazitäten effizient zu nutzen. Also insofern muss man sagen, die Ausgangsbedingungen der DDR-Wirtschaft waren politisch, sozial und ökonomisch außerordentlich ungünstig. Sie hätten ungünstiger wohl kaum sein können. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Wenn man wirklich unvoreingenommen und ohne Scheuklappen herangeht und Fakten akzeptiert, dann kommt man zu bemerkenswerten Erkenntnissen und Schlussfolgerungen. Wenn man sie ganz allgemein fasst, würde ich sagen, als erstes, die Wirtschaft der DDR ist Jahr für Jahr gewachsen. Es war eine wachstumsorientierte Wirtschaft, die also ohne Unterbrechung, es hat aus meiner Übersicht nicht ein einziges Jahr gegeben, wo sie nicht ein positives Wachstum hatte. Zweitens, die Erzeugnisse der DDR-Wirtschaft wurden weltweit verkauft. Also sie hatte auch technologisch ein beachtliches Niveau. Dann hat diese Wirtschaftsform ermöglicht, dass Arbeitslosigkeit völlig ausgeblendet wurde. Es gab ein Recht auf Arbeit, ich glaube sogar eine Pflicht auf Arbeit, und die Wirtschaft der DDR hat faktisch allen Bürgern die Möglichkeit zu arbeiten geboten. So, wenn man Details sieht, die Wirtschaft der DDR hat bis zum 30.06.1990, also bis zum Tag der Währungsunion, hat sie unter Volllast gearbeitet und sie hat auch bis zu diesem Zeitpunkt alle Verpflichtungen erfüllt. Sie hat die Löhne gezahlt, sie hat Kredite bedient, sie hat Warenlieferung und Leistung bezahlt. Das ist alles passiert bis zum 30.06. Also insofern muss ich sagen, manche sagen, das wahre Wirtschaftswunder hat sich in der DDR vollzogen. Und wenn man die Ausgangsbedingungen sieht und das Ergebnis, dass sie bis zum 30.06. unter Volldampf bei allen Schwierigkeiten gearbeitet hat, ist das schon beachtlich. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Wirtschaft der DDR natürlich auch Riesenprobleme hatte. Kommen wir vielleicht noch drauf. Aber sie hatte Riesenprobleme. Aber wenn man diese Probleme mal genau analysiert, dann wird man zu der Feststellung kommen, die Ursachen dieser Probleme lagen viel weniger in der Wirtschaft selbst, sondern sie lagen in den Rahmenbedingungen, sowohl in den nationalen Rahmenbedingungen, aber insbesondere auch in den internationalen Rahmenbedingungen, einschließlich der Ausgangsbedingungen, über die gesprochen worden ist. Aber international natürlich hat die Wirtschaft der DDR extrem gelitten unter der Hochzinspolitik. Heute sind ja Zinsen überhaupt kaum noch eine Größenordnung, aber wer sich erinnert, in den 70er und 80er Jahren waren im Westen, auf den Westmärkten, waren Zinsen von 8, 10, 12% nicht unnormal. Und es gab Jahre, wo die DDR faktisch ihren Leistungszuwachs zu großen Teilen für Zinszahlungen im Westen einzusetzen hatte. Ein bisschen glorifiziert wurde in der DDR das Verhältnis zur Sowjetunion. Ohne Sowjetunion hätte die DDR auch nicht existieren können. Die Sowjetunion hat der DDR die Materialien, die Grundstoffe, die Rohstoffe, die Existenzbedingungen geliefert. Aber auch die Forderungen der Sowjetunion wurden immer höher. Wir mussten immer mehr Fertigerzeugnisse liefern, um dieselbe Menge an Rohstoffen zu erhalten. Also insofern waren die äußeren Bedingungen ungünstig und die inneren politischen Bedingungen haben auch Probleme gehabt. Vielleicht können wir noch Preispolitik, die also der Wirtschaft geschadet hat.
Oder auch diese Reformunfähigkeit. Es gab ja dieses NÖS in den 60er Jahren, wo versucht wurde, ein paar neue, moderne Grundsätze des Wirtschaftens einzuführen. Auch das ist ja totgemacht worden. Es gab also ein breites Feld für Reformen nicht, sondern am Ende stand immer ein bisschen dieses starre, von der Sowjetunion übernommene System, aus dem wir nie völlig ausbrechen konnten. Aber ich will betonen, das sind alles nicht Dinge, die ihre Ursache in der Wirtschaft fanden. Die Wirtschaft selbst hat unter diesen Bedingungen beachtliche Leistungen erbracht. Und die Probleme, die die Wirtschaft hatte, sind im Wesentlichen von außen, von außerhalb der Wirtschaft entstanden. Sowohl in der DDR selbst, im sozialistischen Lager, aber auch auf dem Weltmarkt. Insofern also, wie gesagt, ist die Entwicklung der Wirtschaft positiv. Es gibt Statistiken, die sicherlich problematisch sind, die sogar den Nachweis führen, dass die DDR-Wirtschaft etwas schneller gewachsen ist, wenn man den gesamten Zeitraum sieht, als die Wirtschaft der BRD. Da gibt es Nachweise, aber es gibt auch andere Meinungen, da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Aber zumindest gibt es auch in der BRD-Statistik solche Ansätze. So, und was dann immer dieses böse Wort der Pleite anbetrifft, wie gesagt, die DDR-Wirtschaft hat alle ihre Verpflichtungen erfüllt. Auch die Auslandsschulden, die da waren, und das ist ja normal, dass Schulden da sind, unnormal war, dass sie ein bisschen hoch waren, aber auch bis zum letzten Tag der DDR sind die Auslandsschulden pünktlich und planmäßig bedient worden.